say to people, Babylon, you don't know what you're saying. I really wanted to become Rasta since an early age. When I heard reggae music for the first time with my mother and father. And then since then I've just been interested in them, about their dreadlocks and why they have dreadlocks. And they seem just so in tune with Mother Nature and so happy with themselves. And that's why I really want to become Rasta. Schon als Teenager wollte ich unbedingt Rasta werden. Durch meine Eltern hörte ich zum ersten Mal Reggae. Seitdem interessiere ich mich für Rastas. Warum sie ihre Dreadlocks tragen und so zufrieden wirken. Deshalb möchte ich einer von ihnen werden. King of Kings, Lord of Lords, conquering lion and traveling down. Russ, Pascal and I von Andreas Sieke. I say give thanks unto the kings of kings, unto the Lord of lords, Jah Rastafari. This is Pascal. Hi, ich bin Pascal. Welcome to Ethiopia. Thank you. Rastafari bless you. In Kondena Meta. Willkommen in Äthiopien, segne dich, Mann. Addis Ababa, you know that blossoming capital of Ethiopia. Es hat sich viel verändert in den letzten 15 Jahren, seit ich hier bin. Die meisten dieser Hochhäuser sind neu entstanden in den letzten 5 bis 7 Jahren. Most of them are very new. The first Rasta I met in Ethiopia was Ras Quintessep. Den ersten Rasta, den ich in Äthiopien getroffen habe, war Ras Quintessep. Er ist ein lokaler Musiker und tritt hier häufig auf. Viele kennen ihn als den Barefoot Rasta. Und wenn du mit ihm die Straße entlang gehst, sagen die Leute, people are like, oh, it's Ras Quintessep, look, it's Barefoot Rasta. So it's time to come out of Babylon. Es ist Zeit, aus Babylon wegzuziehen und in Äthiopien zusammenzukommen. Äthiopien ist das Hochgebirge, das Hauptquartier, das Hochland, der Kopf, das Horn von Afrika wird es genannt. Und es ist wirklich der Berg Afrikas, die Festung. Und Shashimane ist wie ein Schlüssel zum Tor Afrikas, weil wir ganz Afrika als gesegnet und als die Zukunft ansehen. We just talked about ourselves, about our history, about our life. I told him that I was born in Canada. I grew up in India, Hong Kong, England, Switzerland. Wir haben uns einfach aus unserem Leben erzählt. I got to know many different cultures. But I think that when it comes down to it, all people are the same. Ja, ich habe viele verschiedene Kulturen kennengelernt, aber im Grunde genommen, finde ich, sind alle Menschen gleich. Und dann lud er mich in sein Haus in Shashimane ein, dem Ort in Äthiopien, in dem die Rastas leben. Da hat meine Reise wirklich begonnen, weil davor wusste ich nur, dass ich nach Shashimane will, aber nicht, wo ich in Shashimane wohnen würde, wen ich treffen würde. Und dann führte er mich herum und war mein Rasta-Lehrer in Äthiopien. And you could sort of say that he became my Rasta teacher in Ethiopia. It represents a gift plan. It represents an invitation to come to Ethiopia. We've been invited by the emperor himself and on behalf of the Ethiopian nation and people. Come together, brothers, sisters, for the time is now come. Come now. When we must unite and be strong, that we can put away all the wrong. Shashimane is a place in the middle of Ethiopia that the Rastas from all over the world call their Zion, their homeland. Shashimane ist ein Ort im Süden von Äthiopien, den die Rastas aus aller Welt ihr Zion nennen, ihre Heimat. Es wurde damals in den 60er Jahren gegründet, als der Kaiser Haile Selassie alle schwarzen Menschen der Welt nach Shashimane einlud und ihnen Land dort schenkte, um ihnen dafür zu danken, dass sie ihm während des Zweiten Weltkriegs geholfen hatten, die Italiener aus Äthiopien rauszuschmeißen. The Rastas believe that Haile Selassie was God. This is because of a Jamaican man called Marcus Garvey, who was part of the Back to Africa movement and also predicted that Haile Selassie would be crowned before he was even crowned. Die Rastas glauben, dass Haile Selassie ein Gott sei. Der Jamaikaner Marcus Garvey, der zur Back to Africa-Bewegung gehörte, hatte die Krönung Haile Selassies vorhergesagt. If death has power, then count on me to be the real Marcus Garvey I would like to be. If I may come in an earthquake or a plague or a pestilence or as God would have me, then be assured that I shall never desert you and make your enemies triumph over you. Will I God not go to hell 1,000,000 times for you? We're good. Yeah, let's go. Dann fuhr Ras Quintessep nach Shashimane. Ich blieb noch in Addis Abeba, um mich umzuschauen.
Der alte Palast war echt cool. Dort traf ich sogar einen der alten Diener von Haile Selassie. Er glaubt nicht, dass Haile Selassie ein Gott ist. Es war einfach unglaublich, jemanden zu sehen, der Haile Selassie noch persönlich gekannt hat. Nach dem, was ich gehört habe, halten die Rastafaris Haile Selassie für einen Gott, weil es an dem Tag, an dem Haile Selassie Jamaika besuchte, regnete. Also verbanden die Rastafaris den Regen mit ihm und weil er der Schöpfer des Regens war, war er Gott. Hello, I'm Alula. I'm a musician and singer. My main profession is ich bin Alula. Land surveyor. I'm Eritrean. Bin Eritreer und werde heute mit meinem Freund Pascal zusammen Abendessen. To my friend Pascal, this is last time to eat meat. Heute Abend werde ich zum letzten Mal Fleisch essen und zum letzten Mal Alkohol trinken, weil ich ab morgen früh Rasta sein werde. Rule number 1, as a Naya Bingi man, the eye if you know that must stay away from all sinful acts. Drugs, flesh and alcohol are forbidden in the house of Naya Bingi. The eye if you know that Naya Bingi deal with strictly ital food and we don't eat salt in the Naya Bingi yard. Rastafaris unterteilen sich in 3 verschiedene Glaubensrichtungen. Die älteste ist die Nyabingi-Kirche. Sie hat die strengsten Regeln. Kein Alkohol, kein Fleisch, kein Salz. Weil ich es ernst meinte, schlug ich diesen Weg ein. Can I have a cheeseburger? Cheeseburger, yes. How much? One cheeseburger. This is my last hamburger. It's not like the hamburgers at home, but still, it's a hamburger. So after we ate, we went to the bar and we enjoy something, alcohol, something like that. Nachdem wir gegessen hatten, gingen wir an die Bar und tranken Alkohol. Wir diskutierten über seine Zukunft und über seine Entscheidung, Rasta werden zu wollen. Es war wunderbar. Yeah, Pascal is really drunk. I got a little drunk, but not too drunk, just a little bit. And with dinner, we had a few bottles of honey wine. And then after dinner, we went to the bar and we had some local Ethiopian alcohol, which was 43% strong. And it tasted also very sweet and very good. And me and Lulu at the bar, I know we had lots of these shots. I'm not sure how many, but I know we had a lot. Klar werde ich Alkohol und Fleisch vermissen. Aber es wird mir auch richtig gut tun, auf all das zu verzichten. Als würde ich meinen Körper reinigen, während ich in Äthiopien bin. Nach dieser Nacht mit Alula war ich bereit, nach Shashemane zu gehen. Ich war mental vorbereitet, aber ich hatte noch keine Mitfahrgelegenheit. Also schrieb ich Shashemane auf ein Stück Pappe und stellte mich an die Straße. Und der Typ, der mich nach Shashemane fuhr, war auch ein Rasta. Sollte wohl so sein. I'm Rasta man. I like help poor people and some weak people, old people. I need to work a good thing. And how long would it take to go to Shashemane? Oh, very far from Addis. How many kilometers? 300 kilometers. 300 kilometers, yeah. Okay. Er war ein Rastaman und hieß Gossai. Er erklärte mir erstmal den Unterschied zwischen einem Rasta und einem Rastaman. Rastafarian is believes by Haile Selassie. Is a God. Rastaman like peace, like he's kind people. It gives some things. If I have 2 things, I give 1 thing my brothers. Rule number 2. Yeah, if you remember, as a Nyabingi man, to stay away from violence and all partisan acts, such as politics and so forth. All criminal elements and all criminal acts. As a true son of Rastafari and a true son of Nyabingi, I should stay away from those things. Oh ja, Gossal. Okay, Gossai, ich muss noch was Obst für die Reise kaufen, weil ich kein Fleisch essen kann. Oh, you going to Rasta? Yeah. That's a good. Appreciate you. That's a good choice. And I like you.
You just my brother. You Rasta, ma? Yes, Yeah, my brother. Yeah. You are so beautiful. Yeah, so beautiful. Es war wie im Traum. Ich schlief auf der Fahrt ein und das Auto ging kaputt. Am Anfang war es etwas beängstigend, so mitten in der Pampa. Aber am Ende war es ganz schön lustig. You look up at the tree, branches look like lungs or something. It's breathing in carbon dioxide and breathing out oxygen. And we're breathing in oxygen, breathing out carbon dioxide. So it took him about an hour to fix the car, and then we drove off. And I just fell asleep right after that, and I was sleeping in the car, and he continued driving. So some of it felt like almost like a dream, because I was in a half sleep state, sometimes waking up, then going back to sleep. But I guess all of it was real. Gossai brauchte ungefähr eine Stunde, um das Auto zu reparieren. Dann fuhren wir weiter und ich knackte einfach ein. Ich lag im Auto und schlief und er fuhr weiter. Also einiges von der Reise fühlt sich an wie im Traum. There is no before green. Yeah. Like Shashamane is green. Als wir endlich in Shashemane ankamen, gingen wir direkt zu Russ Quintessep. Er begrüßte mich mit offenen Armen. Hi, greeting. Welcome. Yeah, okay. Thank you, Tony. Family is a good thing. Family is a good thing. People ask the question, but do they really want to have the answer? So my question with Pascal is is he really genuine, or is it just another little something to fill up time? It's one thing to just want to meet Rasta and for a while and have a good time, and it's like a holiday. Also Pascal, meinst du es ernst oder ist es für dich nur eine Art Zeitvertreib? Rasta sein ist eine Sache, Ferien machen eine völlig andere. I want to become Rasta because I've been so interested in reggae music since my early teens. And then, therefore, so interested in the Rastas themselves, why they grow their dreadlocks. Also so interested in why they're so peaceful. I want to be one of them so I can be always happy as well. Rule number 3. The Nayabingi man smoke him herbs, but him do not smoke it in public. I smoke herbs as a spiritual sacrament, such as to hold meditation and during the period of worship. The plant of renown. Okay. Renown, that's how it's translated usually in the English. Renown means famous then. So on the first night there, we smoked a joint. And Rastas, they smoke a lot of weed. But they don't see it as a drug. They see it as a religious sacrament, like incense or myrrh. Wir rauchten einen Joint. He showed me Rastas rauchen viel Gras. Sie sehen das nicht als Droge, sondern mehr als religiöses Sakrament, so wie Weihrauch und Myrrhe. Er zeigte mir meinen Schlafplatz, eine kleine Hütte, die man Gojo-Bett nennt. Das ist ein rundes Lehmhaus mit Strohdach. At first I was like, but what if it rains? Like, just straw wouldn't hold it. Some water might go through. But just amazingly that no water comes through. And in the daytime it stays really cool in there, and it doesn't get too hot. And at night it stays really warm inside, while outside is really cold. It's just amazing engineering. And the first night, Russ Quintessep invited his neighbor Russ Quintessep seinen Nachbarn Russ Danny ein, mitsamt den Kindern, damit sie mir mehr über Rasta erzählen konnten. And that was really, really cool. Bless the heavens, bless earth creation. Ja, Rastafari.
Shashamane is the calling place, I'm going to tell you, as you say, you start the journey. Thank you. God Almighty makes the moments of how things come to existence. Now it's time for the Lion of Judah, the lion to get to veil and set things straight again. Deception in the world is that man who rule the world don't want the people to wake up and heal themselves. They want to keep the people in ignorance and in dumbness. The government, they're also confused. Yes. Because they don't know what's happening. Everything is going down in their countries. I'm standing up for my rights in my life. Because that's what the Rastafari and I sing and chant and give praises about, is about the King of Kings and the Lord of Lords. My Majesty in this time is in the ascension. Behavior is the savior. That is the answer, behavior. So it's not just for the heads, of governments to behave themselves. It's every individual, because I and I self, fulfill yourself in your life. I and I means me, but it also means we. I and I heißt sowohl ich als auch wir. It's a very nice way to express togetherness. Move out of Babylon, Rastaman. Leave all the wicked one, and keep on moving. The Almighty One of creation. Rastaman, move on. The Almighty. Keep moving on. I took up the barefoot trot in as a man coming up to Ethiopia. And it is a conscious decision. Als junger Mann machte ich mich barfuß auf den Weg nach Äthiopien. Es war eine bewusste Entscheidung. Ich verlasse jetzt Kanada und breche auf zu den Toren von Zion. Und dann kam es einfach über mich. Ich zog meine Schuhe aus, es war überhaupt nicht geplant. Als ich dann am Flughafen herumlief, kam ein Flughafenangestellter und sagte, ohne Schuhe könne ich nicht ins Flugzeug. Ich habe ihm zugehört, wollte mich nicht streiten, ging einfach weiter. It's like a new time. I just took off my shoes without the scarce. It was hardly even premeditated. So arriving at the airport now and running around. Als ich schließlich an der Tür des Flugzeugs ankam, stand dort derselbe Mann und sagte, Sie haben ja immer noch keine Schuhe. Ich drehte mich zur Chefstewardess und erklärte ihr, Entschuldigung, Madame, ich verlasse Kanada und ich werde nicht wieder zurückkehren. Ich gehe nach Äthiopien, ins gelobte Land. Das ist der Grund, weshalb ich meine Schuhe ausgezogen habe. Und dann begleitete die Stewardess mich in das Flugzeug. Das war das letzte Mal, dass ich deswegen Probleme hatte. And probably that was the last time I've ever been seriously challenged about being shoe-free. Shashamane is mostly farmland, and even though it is in Ethiopia, it looks like in the middle of Jamaica or something. There's Rastas everywhere, and pictures of Haile Selassie just all over the place. There's Caribbean restaurants, and there's Rastas from all over the world in Shashamane. There's German Rastas, French Rastas, Japanese Rastas, Caribbean, Swedish. I don't remember, just from everywhere. I'm Christoph Ascher. I'm coming from Germany originally. Ich bin Christoph Ascher. Ich komme ursprünglich aus Deutschland. Through Bob Marley I came to reggae music, to Rastafari, and I started to read my Bible. Über Bob Marley kam ich zum Reggae, dann zu Rastafari und ich fing an, meine Bibel zu lesen. Ich verehre seine Majestät. Rastafari ist mein Lebensweg. Schon als ich klein war, wollte ich weg aus Deutschland.
Ich wurde Rasta und mochte Äthiopien sofort. Sowohl die Menschen als auch das Land, auch das Essen. Ich bin sehr dankbar, dieses Stück Land zu haben, auf dem ich lebe und von dem ich lebe, in einer starken Gemeinschaft. Jeder muss seine Wahrheit für sich selbst finden. I know there's a truth and you need to find the truth for yourself. And I was in Germany this year and all this Euro crisis with Greek and Italy and Spain. I mean, it's really signs of the time, you know. And well, if you check the whole world situation, I mean, it's a big ecological crisis as well as the finance crisis all over. We don't believe in money, you know. So I personally believe that Ethiopia is really a very special place. And I believe that we have a chance from running away from this war in Babylon. And you get together with people, you meet people on your way and, well, you grow in like a tree. My name is Ras Danai. I'm from France, but I'm from Guadeloupe. In this part of Shashamane, you have no house. Because you have Ayana, you have no people, so people are afraid. Mein Name ist Ras Danai. It's good for me Ich bin because Franzose aus I learn how Guadeloupe. to live too. In diesem Teil von Shashamane gibt es keine Häuser. Wegen der Hyänen haben die Leute Angst. Ich lerne hier alleine ohne Strom und Wasser zu überleben. In der Natur. Für Äthiopier bin ich reich, aber für Leute aus dem Ausland lebe ich ärmlich. Eine andere Sichtweise, eine Wahl, die du triffst. Wir haben uns entschieden und gelernt, hier zu leben. Das ist sehr wichtig für unseren Geist. A simple life is just so great. I've always thought when I was young as well, I was like, oh, what if I go live a Als ich jung simple war, habe life, ich just immer have gedacht, my house, könnte ich doch ein my einfaches own Leben land, leben. so I can farm Mein my eigenes things. Haus haben, mein See eigenes the scene, Land, I see them damit ich people meine actually Sachen doing pflanzen it as kann. well. It's not impossible. And especially some of your age as well, just Yeah, 22. The Less than first- 2 years. How 22. old are you? 20 now. 20? Yes. My first come in Ethiopia I was 20. Was 20 as well? Yeah, I make my birthday there for my 20 years old. I tell you, man, nothing is impossible. If you work for this, it's not easy. The first years is difficult too, because you have to wait before to can eat your fruit or your legume. Die ersten Jahre sind schwer. Es dauert, bis was wächst, das du essen kannst. Das erste Jahr ist nur die Vorbereitung auf die Zukunft. Aber die Zukunft kann besser sein, Mann. Wenn du arbeitest, gibt Jah dir was Gutes. Jah gibt genug für alle. In Afrika sagen wir, wenn du nicht weißt, wohin du gehst, dann musst du wissen, wo du herkommst. Ich wusste nicht, wohin ich gehe. Ich sage dir, ich war verloren, Mann. Also wollte ich wissen, wo ich herkomme. Ich ging nach Guadeloupe, aber das war mir nicht genug. Ich wollte nach Afrika. But my first come in Ethiopia, it was 2 years ago. When I come back in France, So kam ich vor 2 Jahren nach Äthiopien. Als ich dann zurück nach Frankreich ging, war alles anders. Die Menschen, das Materielle. In meinem Haus benutze ich Strom und Wasser nicht wie vorher. Mein Geist hat sich verändert. Im Leben geht es nicht um materielle Dinge wie Geld und Eitelkeit und teure Sachen. Weniger ist mehr. Und wenn es schwierig ist, etwas zu bekommen, dann hast du mehr Freude daran. Ich bin jetzt 22 und habe das erste Mal im Jahr 2000 von den Rastafari gehört. Da war ich 10. Mein Onkel hat mir von ihnen erzählt, von ihrer Kultur, meiner Kultur. 2000. I was 10 years old. It's my uncle. Big up for him. Because it's him the first one talk me about Rastafari and about your culture, about my culture. By that time, near the 6 o'clock, the hyena start to go out. Jetzt ist es 6 Uhr abends. Da kommen die Hyänen langsam raus. Manchmal gehen sie über mein Land oder laufen hinter meinem Haus vorbei. Es ist gefährlich. Manchmal greifen sie Menschen an. Er ist ein cooler Typ.
Da draußen ist nichts. Und du musst ganz von vorne anfangen, so wie er es getan hat. Und wie es die Rastas aus aller Welt schon seit den 60er Jahren hier tun. Hyena? Stop. Stop, hyena. Hyena, stop. It's gone. Where is it? Over there. It is dangerous, very much. It's dangerous. Because if it's only one, they was afraid. Maybe he will call his friend, maybe they will give you a problem. He'll call his friends? Yeah. Maybe bring 2 or 3 hyena back? Maybe. No. No, nothing. Rule number 4. I, Jarastafari Neabingi man, reserve the rights of repatriation. I was taken away from I motherland and was granted the right of repatriation by Emperor Haile Selassie himself. In 1948, Emperor Haile Selassie donated 500 acres of his private land to allow the members of the Rastafari movement and the black people of the world to come settle from Jamaica or other parts of the Caribbean and to go back to Africa, their homeland. And ever since then, Rastas from all over the world have been going to Shashamene to live there. 1948 hat seine Majestät Haile Selassie 200 Hektar seines eigenen Landes der Rastafari-Bewegung gespendet, damit Schwarze aus aller Welt nach Afrika zurückkehren konnten. Seitdem kommen Rastas von überall her nach Shashamene, um hier zu leben. Also in Shashamene gibt es 3 Rasta-Kirchen. Es gibt die Nyabingi-Kirche, das ist die älteste und die strengste. Dann gibt es die 12 Tribes of Israel, die offenste Rasta-Kirche. Sie hat nicht viele Regeln. Dann gibt es die Boba Shanti, die ich leider nicht besuchen konnte, weil es nicht viele Boba Shantis gibt. Die meisten Rastas gehören den 12 Tribes of Israel an, weil es das offenste Haus ist. Man darf Alkohol trinken, Fleisch essen, tanzen. Und alle Hautfarben können Mitglied werden. Es ist einfach die offenste, die toleranteste und ja, die freieste Richtung. Bei den Nyabingi darf man in der Kirche nicht tanzen. Draußen klar, aber nicht drinnen. Und obwohl eine Frau die Kirche leitet, dürfen Frauen nicht ins Innere des Tabernakels. Man muss schwarz sein, um den Nyabingis beitreten zu können. Rule number 5. The Nyabingi Queen is not permitted to administrate at the altar of Nyabingi or to prophesy before the congregation of Rastafari Nyabingi. Die Leiterin der Nyabingi-Kirche ist eine Frau. Tell us, Pascal, how do you, as a young white man, prepare to worship an African God? Wie stellst du dir vor, als junger Weißer einen afrikanischen Gott anzubeten? Well, also it says in the Bible that when Christ comes back, it doesn't matter what nation you are. If you worship him, then you'll be accepted into the community. And I found out here that all the black people are so accepting to other nations coming here and also worshiping the same God. Das ist eine wirklich gute Frage. Es heißt in der Bibel, dass wenn Christus wiederkommt, es egal ist, welcher Nation du angehörst. Wenn du zu ihm betest, wirst du Teil der Gemeinschaft. Alle sind hier so offen und verehren denselben Gott. It is not a smooth playing field. It is not a level playing field. It is a playing field which requires enormous quantities of faith and patience. Hier ist keine Spielwiese. Du begibst dich auf ein Terrain, das dir eine enorme Menge an Glauben und Geduld abverlangt. Wir wollen dich nicht entmutigen, aber wir möchten, dass du diese Mission verstehst. Eine Vision. Wenn du vorhast, ein Bruder zu werden, wirst du dich vielleicht oft unwohl fühlen, weil du dich selbst entschieden hast. Oder vielleicht wurdest du auch eingeladen, vielleicht wurdest du berufen, vielleicht bist du sogar berufen, eine Rolle zu spielen in der schwarzen afrikanischen Widerstandsbewegung. Ich möchte also, dass du weißt und dir sehr klar darüber bist, dass es Zeiten geben wird, in denen du dich entscheiden musst. Zwischen deinen eigenen Interessen und dem, was richtig ist. Und das wird nicht immer einfach. No, it isn't. The person you fall in love with
may not like Rastafari. Difficult choices, life choices. The job you may want to aspire to or to go after may not be happy with someone with dreadlocks. You know? Vielleicht lehnt die Person, in die du dich verliebst, Rastafari ab. Vielleicht bekommst du einen Job nicht, weil du Dreadlocks hast. Du wirst überall vorverurteilt. Sie halten dich für drogenabhängig, obwohl Rastafari Drogen meiden. Du musst dann stark sein und den Glauben der Rastafari verteidigen durch Kenntnis der Lehren seiner Majestät. Die Lehren seiner Majestät sind befreiend, revolutionär. Und sogar Menschen, die diesen Rastafari-Weg seit vielen Jahren gehen, hadern manchmal mit den Regeln, die durch seine Majestät vorgegeben wurden. Du musst zu einer neuen Rasse werden. Möglicherweise dein Weißsein verbannen, um das Bewusstsein zu erlangen. Abandoning whiteness to embrace consciousness. Meandering, wandering, roaming, pondering, exploring, bathing. Don't forget we're in wonderful, wonderful. Wonderful, Viele Rasta und auch die Äthiopier haben sich über meine Haare lustig gemacht. Ich war in Addis beim Friseur und sie haben mir mit Wachs und Bändern Zöpfe zusammengebunden. Ich habe gesagt, dass ich Rasta werden will. Dann sahen sie auf meine Haare und sagten, nein, das ist der falsche Weg. Das ist überhaupt nicht Rasta. Die haben mich ausgelacht, weil meine Dreads zusammengehalten werden mussten. Dann hat Russ Quintisep mir von Wondo Genet erzählt. Das ist ein Berg mit vielen natürlichen heißen Quellen, in denen man richtig gut seine Dreads waschen kann, weil das Wasser so mineralhaltig ist. Wonderful, 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 wonderful. Well, one of the gems of Shashamane is Wondo Genet and the volcanic mineral spring waters of Ethiopia. Wonderful, 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 Wondo Genet. Wondo Genet und die vulkanischen Mineralquellen zählen zu den Juwelen von Shashamane. Ich nahm Pascal mit nach Wondo Genet, um zu entspannen, geistig und emotional, damit ich unser spirituelles Bewusstsein erleben konnte, um unser Wissen mit der Dankbarkeit zu verbinden, am Leben zu sein. Das schien uns die wahre Bedeutung des Seins. Kaiser Haile Selassie war früher oft hier, deshalb nennt man diesen Ort auch des Kaisers Dusche. Er saß also hier, auf diesen Felsen, und das Wasser fiel auf ihn herab. Also, how was your shower? Well, yeah. This is the blessings of Ethiopia. Natural hot healing springs abound. Oh, Wondo Genet, this is the pearl of Shashamane. Take a shower, man. It'll be good for your whole. Oh, the thing is, I can't wet my baby dreads though, because they might come out. Do you think so? Yeah, who told you that? Well, the hairdresser told me that. Ah, all right, good. Good point then. Good point for you to take in right now. Almost as a teaching lesson. The dread, why it is called dread, it has nothing to do with the hairdresser. Okay. It has nothing to do with somebody even told you. It is to do with nature. Natural attunement. That's why we come to this natural place. And as the way dread comes is not really by plotting or checking it or ordering it really. It is by you live it.
You leave it so that you, like a tree, just manifest your leaves. Yeah. So it comes naturally. It's completely natural, okay, man. Okay. And yeah, it would be like back to front to really not taking the water of nature for the sake of preserving your, that's what like people who have their hairstyle. They have to, no, it's not dread. Okay. So you're moving towards dread. You have to let your dread do what it needs. You wash it, you dry it if you have to. You don't even have to dry it. You let sun dry it, and you let it come natural. Yeah, man, yeah. This shower is too good to miss. Yeah, it is like a natural shower. It's the best showers out there. Yeah. Pascal hatte zwar schon einiges verstanden, aber das war ein Missverständnis. Die Haare zu binden und Dreads zu machen. Die Schönheitssalons buttern dir Fett und Öl in die Haare und dann schnüren sie mit Fäden zusammen. Wenn du rauskommst, siehst du irgendwie so aus, als hättest du Dreadlocks. Der Beauty Shop kopiert uns und nicht andersherum. Ein Rastermann ist ein Baum, organisch. Get away from the bustle and the hustle. Yeah, it was really painful taking them out one by one. Oh, just so much pain. Es war so schmerzhaft, die Fäden wieder aus den Haaren rauszubekommen. This is wonderful, wonder Gannet. Rule number 6. It is the duty of a Nyabingi man to protect and to maintain his children and to raise them up in the order of righteousness and Nyabingi order. It is wrong for a Nyabingi man to shave and trim and comb himself and also his children. That is forbidden in the house of Nyabingi. So said I and I, the Rastafari, Nyabingi I. Je Rastafari. Actually, the Ethiopian Christmas is not the 25th of December like it is in the Western world. It's on the 7th of January. Das äthiopische Weihnachtsfest ist nicht am 25. Dezember, sondern am 7. Januar. Was ein wenig seltsam für mich war. Das liegt an der äthiopisch-orthodoxen Kirche und ihrem Kalender. Und ich war eingeladen in die Nyabingi-Kirche zum Weihnachtsfest. Ich war ziemlich früh da, saß zu Mittag mit einigen Rasta und wir warteten ein paar Stunden. Und ich fragte mich, wann wird diese Zeremonie anfangen? Und plötzlich höre ich einen lauten Trommelschlag. And then boom, boom, just continuing, boom, boom. And one of us is like, okay, the ceremony is going to start soon. This is the calling for us. So slowly, all the Rastas gathered into the tabernacle. Nach und nach sammelten sich die Rasta im Tabernakel, einer Art Rundbau in der Mitte des Nyabingi-Kirchengrundstücks, wo alle religiösen Zeremonien stattfinden. Das Tabernakel ist ein offenes Gebäude ohne Wände und in der Mitte steht ein Altar, um den alle im Kreis sitzen. Ein Rasta kam zu mir und sagte, die Zeremonie würde nun beginnen. Also gingen wir rein. In der Mitte bildete sich ein Trommelkreis. Mehr Rastas kamen dazu, nahmen sich eine Trommel und schlugen ebenfalls den Beat. Dann nahm ich all meinen Mut zusammen und nahm auch eine Trommel. Einer der Rastas zeigte mir, wie man es macht. Das ist der Nyabingi-Herzschlag. Es brachte mich in eine Art Trance, die Trommeln zusammen mit den Gesängen der Rasta. Das war echt eine irre Erfahrung. Boom, 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 boom. That's the most simplest drum beat to do, and it was just a really cool experience. Like that got me kind of in a trance when I was in the drum beat, because just doing the same thing. In den Regeln der Nyabingi steht, dass weder Frauen noch Weiße ins Zentrum des Tabernakels dürfen. Also war ich sehr überrascht, dass ich als Weißer direkt im Zentrum mit den anderen Rastas trommeln durfte. Sister Bingi war auch da und ich erinnerte mich an ihre Worte, ich müsse zu einer neuen Rasse werden, um Rasta zu sein. Sister Bingi saß mit den anderen Frauen am Rand des Tabernakels. Als ich das erste Mal nach Shashemane reinfuhr, sah ich ein Museum, das Black Line Museum. Aber erst am Ende meines Aufenthalts bin ich da reingegangen. Ich traf den Besitzer, einen uralten Rasta-Typ, der Father Robinson hieß. Er zeigte mir das Museum und einige alte Dokumente, zum Beispiel die echte Landbewilligungsurkunde von Haile Selassie, auf der auch Father Robinsons Name stand.
Er war einer von 15 Rastas, die die Urkunde im Palast offiziell von Haile Selassie entgegengenommen haben. The people who came to see the emperor and those who were residing here at that time, which is myself. Die Leute, die kamen, um den Kaiser zu sehen, und diejenigen, die zu dieser Zeit ihren Wohnsitz hier hatten, so wie ich, wir gingen in den Palast. Wir erhielten damals eine formelle Einladung für die Mitglieder der orthodoxen Kirche, die ich besuchte. Als er am Flughafen ankam, begrüßten ihn alle unterschiedlich. Manche salutierten ihm. Aber ich küsste seine Hand und legte eine Rose in seine Hand. Und das war, als wäre ich im Himmel. Well, me, I kissed his hand and put a rose in his hand. And me, that was like Das war der König, der mir als Gott diente. Mein Gott und König. Who I serve as my God and King. It's really amazing how there was 15 Rastas at the beginning, and now there's about 300 families of Rastas living in Shashamane. Es ist wirklich unglaublich, wie 15 Rastas das hier aufgebaut haben. Und heute leben hier 300 Rasta-Familien in Shashamane. Sie haben aus dem Nichts Häuser, Restaurants und Hotels gebaut. Und das Bild hier? Das zeigt Bob Marley, als er hier durchkam. Er spielte mit unserer Band. Played with our band. Wait, which one? Where are you? That's me there. Right there? Yeah. Wow. Show me. This is a fella from South Africa, from Trinidad, Ethiopia, Zimbabwe. Ich habe gehört, dass Father Robinson gestorben ist, ein paar Monate nachdem ich mit ihm sprach. Aber ich bin sehr froh, dass ich ihn noch kennenlernen durfte. Russ Quintessep told me that my trip to Ethiopia wouldn't be finished if I didn't go to Harar. Russ Quintessep meinte, ich könne meine Reise nach Äthiopien nicht beenden, bevor ich nicht nach Harar gefahren sei, um Ijasa Guru zu besuchen. Ijasa Guru ist der Berg, auf dem Haile Selassie geboren wurde. Es ist ein sehr besonderer Ort, eine Art Bethlehem für Rastas. Wir fuhren einen ganzen Tag. The last part of the journey to Ijasa Guru, we had to walk by foot because the car couldn't drive up the mountain. Den letzten Teil der Reise nach Ijasa Guru mussten wir zu Fuß gehen, weil das Auto den Berg nicht hochfahren konnte. No, we can't. It's difficult. The car can't. Das Auto schafft es nicht. Let's just walk the rest. Lass uns den Rest laufen. Ijasa Guru. 5 Kilometer. 100 kilometri karan. Kosai. Ja. We're gonna take our stuff and go up. Wir nehmen unsere Sachen und gehen rauf. Wir schaffen es schon. So let's get our stuff. Give thanks for your work, you know. But we have to make it somehow. Bamarinya malat, baigrenan. You and Pascal? Yeah. Okay. Okay. Thank you for driving us. Bye. Wir sind den Berg barfuß hochgegangen, weil Russ Quintessep meinte, wir sollten das barfuß machen, weil es eine spirituelle Reise sei, zu dem Geburtsort von Haile Selassie. Also war ich einverstanden. It took us a couple of hours to get up the mountain. And when we got to the top, my feet were killing me. Hat auch ein paar Stunden gedauert. Als wir endlich oben waren, taten meine Füße so weh. But now I come in Ethiopia, I realize what it is. And that's not necessarily true. There's country stories. Because in Ethiopia, most of the people's income is undisclosed. Yes. It's not just in money. Man weiß nicht, wie viel die meisten Äthiopier verdienen. Ihr Einkommen besteht ja nicht nur aus Geld. Sie haben Tiere und vor allem betreiben sie Landwirtschaft. Wenn sie zum Markt gehen, nehmen sie ihre Tiere mit und ihre Ernten und tauschen sie gegen das, was sie brauchen. Nach westlichen Maßstäben wären die Leute arm, weil sie kein Geld haben. Aber sie besitzen Dinge, sie haben ihre Nahrung, sie haben ihr Haus. Und das gibt ihnen seit jeher Sicherheit. They have their different things.
So really, it's only living here in Ethiopia and that I'm someone you could say my income is undisclosed too. I don't. Für mich gilt dasselbe. Ich gebe der Regierung keine Erklärung zu meinem Lebensunterhalt ab. Also könnte man mich als fast mittellos einstufen. Aber in Wirklichkeit arbeite ich und habe eine Familie. Ich befinde mich nicht auf der untersten Stufe der Armut, aber so etwas wird international nicht registriert. Die Lebensumstände von Millionen Äthiopiern sind insofern unklar. But it's not really registered by an international. If an international was to do a take, I would escape them, and just some millions of Ethiopians escape them. So they're just not so entrenched in the system yet. Wie weit es wohl noch ist auf diesem steinigen Weg? I don't know how far we are. How much longer on this stony road? Haile Selassies Mutter ist den Weg hier im 6. Monat schwanger gegangen. Yeah, I can't imagine doing this 6 months pregnant. Like the mother of Haile Selassie did. The driver was just telling me. But you know when you go on a spiritual pilgrimage? Wenn wir eine spirituelle Pilgerreise machen, Äthiopier gehen gerne an Festtagen in die Kirche, legen viele Menschen ein Gelübde ab. Sie beten zu Gott und erwarten, dass er ihnen etwas gibt oder gewährt, zum Beispiel, dass jemand eine schwere Krankheit überlebt. Dafür versprechen sie, die 6 Kilometer bis zur Kirche zu Fuß zu gehen. And if they say, if we get this thing, they take a promise we're gonna walk 6 kilometers all the way to the church or something. Here to the right, you're going to see some new buildings that were built by the Rasta. Hier rechts hat die Rasta Community gebaut. Ja, das sind Toiletten. Es gab keine richtigen, aber weil wir sehr viele Pilger erwarteten, haben wir diese hier gebaut. Die Gäste kamen aus der ganzen Welt und sie waren sehr froh über unser Engagement. Greetings. Hi. Yes, nice to see you. Good to see your face, you know. Your kalfit my turuna. Yes, salam no. Yes, bless man. Haile Selassie, schön dich zu sehen. Brahma. Salam no. Ras Quintisel. I bring some friends. Cassano, schön dich zu sehen. Ich habe ein paar Freunde mitgebracht. This is Andreas, Pascal. Seid ihr barfuß gekommen? Ja, barfuß. Ejasagoro, ja. In dieser Gegend ist Haile Selassie geboren. Born here. Er ist hier geboren, ja, aber unter anderem Namen. Nämlich Ras Makonnen. Here, yes. Around. Yes. Auf dem Gipfel des Berges war eine orthodoxe Kirche und der Priester zeigte uns den Olivenbaum, der genau dort stand, wo Haile Selassie geboren wurde. Ras Quintisep spielte auf seiner Flöte und es war einfach unglaublich. Ich setzte mich hin und genoss es. I've made up my own mind about being Rasta and what it's all about. What it means when, in the Nyambingi that no whites and no women are allowed in the church. And still, I was allowed in the church, even though I'm white. Ich habe mir meine eigenen Gedanken über das Rasta-Sein gemacht und worum es hier geht. Was es bedeutet, wenn zum Beispiel in den Nyambingi-Regeln steht, dass keine Weißen und keine Frauen in der Kirche erlaubt sind. Und trotzdem durfte ich in die Kirche, obwohl ich weiß bin. Und die Leiterin der Nyambingi-Kirche ist eine Frau. Ich denke, es geht auf dem Rasta-Pfad darum, Gegensätze zu vereinen. Rastas lesen die Tora, den Koran und die Bibel und nehmen aus jedem Buch einfach nur die Dinge, die für ein positives Leben Sinn machen. Die Rastafari-Religion ist noch vergleichsweise jung und die Rastafari-Bibel wird zurzeit noch geschrieben. Viele werden sagen, dass ich in Äthiopien verrückt geworden bin. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich denke, davor war ich verrückt. Hier habe ich meine Sinne wieder zusammengebaut und mich wieder auf die richtige Spur gebracht.
And right at the olive tree, Ras Quinticeps asked me the question I didn't think he would ask me. So, have you always been Rasta? I'm thinking to myself. He's like, yes. Yes, I have always been Rasta. You're right. And this is because Rasta, you either are Rasta or you're not Rasta. And it's within yourself to find it. And Rasta is all about being together and everybody being one. No matter what color of skin you have, no matter what religion, no matter what race. And this is Rasta. And Ras Quinticeps helped me realize that I was always Rasta. And I am Rasta. I can now confidently call myself Rastafarian. Ja Rastafari. Come together, brothers, sisters, for the time is now come. Come now. When we must unite and be strong, that we can put away all the wrong in the land. Russ, Pascal and I von Andreas Siegel. Righteousness exalt a nation. Mit Pascal Dawson als Pascal, Ras Quinticeps und Einwohnern von Shashemane, sowie Jonas Beck, Ulrich Marx, Daniel Berger, Ursula Wüsthof, Per Augustinski und Baldwin Pelican Rodney. Technische Realisation Peter Harsch. Regieassistenz Tim Müller. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2013.